Wenn du in EA Sports FC 24 noch das Problem hast, dass du nicht so viel Ballkontrolle hast und schnell den Ball verlierst, dann solltest du unbedingt zu diesem linker Stick Dribbling Tutorial am Start bleiben, denn mit diesem Dribbling ist es extrem gut möglich, in engen Räumen und auch und in dem Strafraum extrem gut dir Raum zu verschaffen und Chancen herauszuspielen, ohne den Ball dabei zu verlieren. Ich kann euch nur raten, dieses Tutorial bis zum Ende zu schauen, denn dort zeige ich euch noch Ingame-Tutorial-Szenen zu den unterschiedlichen Varianten und Positionen, wo das Left-Stick-Dribbling extrem vorteilhaft zu nutzen ist. Lasst am besten direkt ein Abo und ein Like da, damit andere Leute dieses Video finden und du bei weiteren Livestreams und Videos von mir benachrichtigt wirst. Jetzt noch eine kleine Erklärung vorneweg zum Left-Stick-Dribbling bzw. linker Stick-Dribbling. Du führst dieses Dribbling, wie es schon sagt, nur mit dem linken Stick aus. Dabei ist aber hilfreich, wenn du das Ganze immer in Halbkreisbewegungen ausführst. Und in den Ingame-Szenen hast du oben rechts auch den Controller eingeblendet, dass du extrem gut nachvollziehen kannst, wie und in welche Richtung ich den Stick in den jeweiligen Situationen drücke und halte. Und da wirst du auch oft sehen, dass ich auch Halbkreisbewegungen nutze, die extrem stark sind. Und wir gehen dann auch direkt rein in die Szenen, damit du direkt einen Einblick hast, inwiefern es nun funktioniert. Und ich habe das Ganze in 4 verschiedene Bereiche unterteilt und wir gehen in den ersten Bereich rein. Und zwar, das ist das linker Stick-Dribbling im Mittelfeld, wie ihr hier seht. Ich werde zuerst die komplette Szene einmal durchlaufen lassen, wie ihr das Ganze hier seht. Und da sind direkt gleich mehrere Szenen, wo ich das im Mittelfeld hier anwende. Und wir werden dann gleich auf halber Geschwindigkeit die ganze Szene nochmal uns anschauen. Und das war jetzt hier diese Szene an sich auch schon. Und dann gehe ich auf jede einzelne Szene ein, wo wir das Left Stick Dribbling nutzen. Und dann kannst du genau sehen, in welchen Spots das Ganze extrem gut funktioniert und hilfreich ist. Wie gesagt, wir machen jetzt halbe Geschwindigkeit. So, und dann haben wir hier direkt die erste Szene mit Camavinga und extrem wichtig ist immer die erste Basis, die ihr haben solltet. Left Stick Dribbling ist am besten, wenn der Gegner auf euch zukommt, dreht euch im ersten Moment immer komplett entgegengesetzt zum Gegner, wie ich es auch jetzt mache. Das heißt, der Gegner kommt von vorne oben, wir drehen uns jetzt einmal zuerst zurück, wie ihr seht, und dadurch habt ihr schon mal diesen ersten Druck nur durch das Left-Stick-Dribbling entwirren können. Und was nämlich der enorme Vorteil ist, weswegen erstmal immer vom Gegner wegdrehen, und das ist eigentlich in jeden Situationen so, und so baut auch das Left-Stick-Dribbling auf, dass wenn ihr euch nämlich vom Gegner wegdreht, wie ihr jetzt seht, habt ihr immer den Körper zwischen dem anstürmenden Spieler und euch gebracht, und dadurch ist es für den Gegner nochmal schwieriger, euch den Ball abzunehmen, und deswegen ist dieses Dribbling so stark, weil ihr immer den Körper zwischen euch und den Gegenspieler bringt. So, dann konnten wir hier dieses erste Left Stick Dribbling nutzen und uns sozusagen wegdrehen, und dann spielen wir den Pass nach oben. Hier genau das gleiche. Wir nehmen jetzt den Ball an und wir sind eigentlich in einem relativ engen Raum, weil du hast da 1, 2, 3 Spieler, teilweise 4 Spieler, die um dich rumstehen und Druck ausüben können und es eher eine brenzliche Situation ist. Und wir sehen, dass er jetzt diesen Spieler angewählt hat und dieser wird auf uns rauflaufen. Also was wir machen, da wir wissen, dass er von dieser Seite kommt, werden wir die ersten Ballkontakt, wie ihr jetzt schon auch oben im Controller-Anzeige seht, nach oben links annehmen, um zack, erstmal wieder uns wegzudrehen. Er ist jetzt nicht komplett draufgegangen, was für uns natürlich von Vorteil wäre, aber wäre er weiter raufgegangen, hätten wir wieder den Körper zwischen uns und den Gegenspieler gebracht, was extrem stark ist. So, dann sind wir jetzt hier nach oben weggegangen. Jetzt kommt er wieder zu uns zurück. In dem Fall war es sogar nicht ganz richtig, was ich gemacht habe. Eigentlich hätten wir weiter nach oben laufen müssen und dann einen Pass spielen müssen, weil er von unten kommt. Wir drehen uns in dem Fall aber nach links weg, um genau in diesen Zwischenraum zu gehen. Aber hätte er es ein bisschen besser antizipiert, dann wäre das ein sehr gefährlicher Ballverlust gewesen. Also da wäre es besser gewesen, ruhig nach oben zu spielen, auf den ZM oder sogar zum Innenverteidiger zurück, weil wir es da nicht komplett richtig gemacht haben. Aber
Hat geholfen, dann spielen wir ihn jetzt nach unten. Und jetzt kommt die nächste Situation. Wir spielen hier unseren Flügelspieler an. Oft ist es so, und teilweise durch die Taktiken des Gegners, ist es so, dass wenn du den Ball auf die Außen spielst und dass dann der Außenverteidiger des gegnerischen Teams extrem stark rausrückt und Druck auf euch ausübt. Und deswegen mache ich es eigentlich immer so und solltet ihr auch machen, vor allem mit dem Left-Stick-Dribbling, dass ihr, wenn ihr den Ball nach außen spielt, direkt wieder zurück zum eigenen Tor lauft und den Ball so annehmt, weil ihr dann, wie gesagt, wieder den Druck auffangen könnt des Gegners. Wir machen es hier, zack, und schwuppdiwupp haben wir wieder den Körper zwischen dem Gegenspieler und uns gebracht und er kann uns erstmal an sich nicht den Ball abnehmen und oft ist es auch so, wenn er von hinten tackeln würde oder sowas, dass meistens dann faul gepfiffen wird, sodass das nochmal doppelter Vorteil ist, immer den Körper dazwischen zu bringen. So, und jetzt kommen wir, sage ich mal, in die weitere Dynamik und des Vorteils des Left-Stick-Dribblings, denn wir nehmen den jetzt erstmal so nach unten an und wir achten in diesem Moment eigentlich immer nur darauf, was der Gegner macht und das ist eher die Sache, wie man das Dribbling am besten nutzt. Wir schauen, was der Gegner macht, wir bewegen uns, nachdem wir weggegangen sind und der Körper immer noch zwischen dem Gegner und uns ist, machen wir eigentlich immer nur meine kleine Bewegung nach unten, meine kleine Bewegung nach oben. Wie gesagt, wir machen jetzt nach unten, er verteidigt, gehen dann nach oben und machen eigentlich immer das Entgegengesetzte. Wenn er sozusagen nach oben geht, wie in diesem Fall, gehen wir nach unten. Wenn er nach unten geht, gehen wir nach oben. Und in dem Fall ist es dann so, dass ihr mit dem Left-Stick-Dribbling so kleine Drehungen machen könnt, vor allem mit quirligen Spielern. Hier diese Mairi, ehrlich gesagt, die war auch richtig crazy mit diesem Dribbling. Und dadurch, dass der Gegner jetzt Druck von unten nach oben ausführt, gehen wir jetzt sozusagen wieder links zurück. Und in diesem Fall mache ich sogar diese Halbkreisbewegung. Achtet nur auf den Controller oben rechts. Diese Halbkreisbewegung sozusagen von links im Halbkreis nach unten wieder zur Seitenlinie. Und dann macht er halt diesen crazy Move. Und ihr konntet ihn umspielen und habt jetzt extrem viel Raum, weil ihr durch dieses Dribbling und dadurch, dass ihr zurückgeht und den Gegner, sag ich mal, dadurch auch mehr rauszieht, habt ihr dann oft diesen Raum auf den Außen frei. Und wir wissen alle, die Angriffe über Außen, die sind extrem overpowered. Und so könnt ihr natürlich euch dadurch auch Räume schaffen. Erstens, dass ihr unter Druck seid und euch diesen Raum löst, aber auch zweitens, denn andere Räume schafft für Mitspieler. In diesem Fall für Calabria habe ich hier noch mit einer Ballrolle was versucht und wollte ihn jetzt hier hochchippen. Aber der kam dann nicht sonderlich und war jetzt auch nicht die beste Variante auf Kirby mit, weiß ich, unter 1,70 da einen Chip anzusetzen. Wenn dir das Gameplay und der Content bisher gefällt, dann rate ich dir unbedingt, zu meinen Livestreams vorbeizuschauen. Ich streame Montag bis Samstag. Die Streamzeiten findet ihr immer auf dem Community-Tab oder auf dem Discord-Kanal. Ich freue mich, wenn ihr dazu stoßt. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. So, und dann kommen wir auch schon in die zweite Szene in Bezug auf L1-Dribbling im Mittelfeld. Und beim L1-Dribbling im Mittelfeld ist der Hauptfokus immer, dass ihr die Ballkontrolle behaltet und euch vor allem im Mittelfeld dadurch das gegnerische Pressing des Teams und generell durch die Intelligenz der KI, was auch schon in FIFA 23 so war, dass die Mitte deutlich besser abgedeckt wird des gesamten Teams und auch mehr Pressing ausgeübt wird und die Räume deswegen enger sind. Deswegen ist das Left-Stick-Dribbling in diesem Mittelfeld extrem stark und notwendig, um dort überhaupt den Ball zu behalten, weil du kannst nicht immer nur über Außen kommen, irgendwann musst du auch durch die Mitte kommen und da sind die Räume nun mal enger. Und wir lassen erstmal die Szene komplett durchlaufen. Auch hier ist einmal Left-Stick-Dribbling und jetzt hier einmal Left-Stick und jetzt kommt das Crazyste. Hier zack, zack, Left-Stick-Dribbling, wie ihr den einfach auseinandergenommen habt, was halt crazy war. So, genau. Und jetzt nochmal halbe Geschwindigkeit. Und jetzt ist wieder die Sache, wir spielen nämlich diesen Pass in einen sehr engen Raum rein. Und das meine ich, in der Mitte ist relativ viel, da sind wieder so 4 Spieler um uns herum. Und der Raum wird relativ eng. Und der erste Step, wie ich schon sagte, ist immer die Sache, immer die Ballannahme vom Gegner wegmachen. Wir wissen, der Spieler, er hat gerade diesen Spieler ausgewählt und er wird auf uns rauslaufen. Das heißt, wir nehmen ihn sozusagen schon direkt in die andere Richtung an,
sodass auf jeden Fall, wie in diesem Fall durch die Ballannahme, wir den Körper zwischen uns und den Gegenspieler gebracht haben. Dann beginnt die zweite Phase, also die erste Phase ist immer bei der Ballannahme oder generell immer erstmal vom angewählten Spielers des Gegners weglaufen, also dich komplett umdrehen, entgegengesetzt der Laufrichtung des Gegners laufen. So, und dann versucht ihr immer rechts, links, immer nach oben und unten dich ein bisschen hin und her zu bewegen, sodass du indirekt den Gegner dazu zwingst, dass er auch ein bisschen antizipiert, in welche Richtung du läufst. Und das machst du 1 bis 2 Mal. Wie gesagt, hier einmal nach oben und dann hat er den auch nach oben verschoben. Dann können wir jetzt hier nach unten gehen, können den Pass spielen. Dann sind wir wieder im nächsten Step, wieder in Phase 1 sozusagen. Wir haben Pass gespielt. Jetzt die Ballannahme, wieder weg vom Gegner. Er hat diesen Spieler angewählt, also richten wir uns wie oben im Controller auch angezeigt, nach oben links wieder aus. Zack, dass wir den Ball immer weg vom Gegner annehmen und dann machen wir wieder zur Seite. In dem Fall nach unten, weil ich gesehen habe, nach oben macht keinen Sinn, weil er da schon 3 Leute hat. Sodass wir uns erstmal hier so nach oben wegdrehen. Zack. Dann wollte er erstmal den Passweg verteidigen und dann gehen wir erstmal oben in den Raum und jetzt sehen wir, er kommt wieder auf uns zu und in dem Fall mache ich an sich erstmal eine Ballrolle nach links, was schon ein bisschen riskant ist, wegen der Timing-Sache. Also aber erstmal Ballrolle auch vom Gegner weg und dann drehen wir uns, wie gesagt, wieder in diese Halbkreisbewegung von unten links einmal nach oben rechts. Wie ihr seht, zack, und dann machen die auf der Stelle so eine Drehung und du kannst auf den kleinsten Räumen diese Gegner so aussteigen lassen. So, und dann spielen wir den Pass und dann verhauen wir es am Ende. So. Dann müssen wir noch eine Szene haben im Mittelfeld, genau. Da lassen wir auch erstmal komplett wieder durchlaufen. Und letztlich ist es immer das gleiche Prozedere, was ihr nutzen müsst. Wir spielen jetzt hier diesen Pass. Hier kommt wieder dieses Left-Stick-Dribbling, zack. Hier ist es meine längere Phase, wo wir nur wirklich Left-Stick-Dribbling machen. Ne? Und ihr seht, nur mit einem Spieler können wir eigentlich alle ausdribbeln, gefühlt. Und dann haben wir hier am Ende Pech, dass die Ballannahme nicht richtig funktioniert hat. Aber das ist halt eine gute Szene, um zu sehen, welche Macht das Left-Stick-Dribbling eigentlich im Mittelfeld hat. Weil gefühlt machen wir hier nur alles mit diesem einen Spieler und dem Left-Stick-Dribbling und beschäftigen damit teilweise 4 bis 5 Leute des Gegners. Ja, also, wie gesagt, erster Step. Ich denke, das Prozedere ist klar, aber ich muss es immer wieder wiederholen, damit ihr es, sag ich mal, im Kopf behaltet. Wir spielen den Ball. Das erste, was ihr immer macht, ist vom Gegner direkt wieder weglaufen, also die Ballannahme zum Gegner wegmachen. In dem Fall kommt unser Gegner von rechts auf uns zu und wir gehen erstmal wieder zurück, damit wir, zack, in diesem Fall den Körper wieder zwischen uns und dem Gegenspieler haben. Und dann beginnt die zweite Phase, sozusagen. Ihr macht mal ein bisschen und nicht viel, diese kleinen Bewegungen, diese zweite Phase, diese Bewegungen rechts und links antäuschen, maximal im 45-Grad-Winkel, nicht im 90-Grad-Winkel, weil dann ist das Dribbling meistens nicht so stark. Ne? Deswegen kurz 45 Grad, sage ich mal, nach oben, dann nochmal 45 Grad weiter nach oben. Dann wollten wir gucken, ob wir durchgehen. Wir hätten sogar durchgehen können, weil er den Außenverteidiger nicht angewählt hat. Aber wir brechen nochmal ab. Wieder 45 Grad nach da, wieder 45 Grad dann nach unten. So, und jetzt sehen wir, er hat jetzt den Spieler hinter uns angewählt und macht sozusagen von hinten Druck. Das heißt, wir laufen natürlich dann nach vorne weiter, was natürlich in dem Fall extrem tricky ist, weil er uns dadurch indirekt zwingt, in seine 2 Leute irgendwie reinlaufen zu müssen. Aber da wir ja Left-Stick-Dribbling nutzen, können wir natürlich da enge Bewegungen machen. Das heißt, wir laufen und jetzt hat er sich ein bisschen verschätzt und wir sehen, okay, vorne ist eigentlich relativ zu. Das heißt, wir werden hier gleich wieder nach oben abbrechen, weil wir auch sehen, dass der Gegner wieder hinter uns ist und jetzt auf uns zustürmen wird, wieder nach unten gegangen, sodass wir wieder den Mann oder in dem Fall sogar die Frau zwischen dem Mann bringen und laufen dann weiter nach unten. Er macht immer noch von hinten weiter. Dann habe ich kurz gesprintet, um uns ein bisschen zu entfernen, weil auch noch der zweite Spieler halt dazu kommt von ihm.
Aber wirklich sprinten ganz, ganz wenig und wenn, glaube ich, würde ich auch eher empfehlen, R1-Dribbling, also diesen Controlled-Sprint im Mittelfeld zu nutzen und nicht die komplette Sprint-Taste, um ein bisschen Tempo aufzunehmen. Und dann laufen wir sozusagen auf den nächsten zu und im Hintergrund ist immer noch unsere, das heißt, wir drehen uns hier nach links in den freien Raum weg, zack, und haben letztlich mit diesem Halbkreis-Dribbling wieder, nur mit dem linken Stick, wieder Raum geschafft und laufen dann jetzt weiter nach vorne, machen mit dem Mann, der nicht ganz ankommt, weil die Ballannahme natürlich von Camavinga da nicht so prickelnd ist. Aber ich denke, im Mittelfeld habt ihr raus und generell werden wir auch in den nächsten Szenen sehen, in den anderen Situationen, dass es letztlich immer das gleiche Prozedere ist, aber halt im Mittelfeld vor allem extrem wichtig ist, weil ihr da wirklich Ballkontrolle und Ballsicherheit haben braucht, weil da vor allem die Räume enger sind. Noch ein kleiner Hinweis zwischendurch. Wenn du Lust hast, dich zu FIFA oder anderen Themen in der Community auszutauschen, dann komm unbedingt in den New Age Discord-Server. Dort ist die Core-Basis meines Kanals zum Informationsaustausch. Schau doch vorbei für Updates und sonstige Hinweise. Ich freue mich dort, dich anzutreffen. Also schreib dort rein. Alright, und dann gehen wir auch direkt in die zweite Thematik, und zwar das ist linker Stick-Dribbling am Strafraum. Wir hatten eben im Mittelfeld und jetzt am Strafraum, das heißt, wir sind weiter vorne, wo ihr natürlich das Left-Stick-Dribbling auch nutzen könnt. Das ist die erste Szene. Hier beginnt schon das erste Left-Stick-Dribbling, wie gesagt, wie wir uns da einmal rumgedreht haben. Und dann machen wir am Ende sogar das Tor. Und vor allem am Strafraum, weil da wird es langsam auch hektischer beim Gegner verteidigen. Die Gegner werden hektischer, weil nicht mehr so viel Raum zwischen sich und dem Tor sind. Und da sind dann halt diese kleinen wendigen Drehungen nochmal viel stärker. Das heißt, wir spielen wieder diesen Pass, nehmen den erstmal nach unten an. Da haben wir es nach unten angenommen und nicht vom Verteidiger weg, weil er bis dahin noch nicht seinen Innenverteidiger angewählt hat. Jetzt hat er den angewählt, läuft aus uns raus, deswegen gehen wir erstmal weg. Aber er kommt nicht näher auf uns rein. Das heißt, wir gehen wieder hin. Jetzt haben wir uns selbst irgendwie eingekreist, muss man sagen. Haben wir uns selbst in eine schlechte Situation gebracht. Aber wir haben ja das Left-Stick-Dribbling. Dadurch, dass er vor allem noch seinen Innenverteidiger angewählt hat, weiß ich, dass er die anderen Spieler, die um uns herum stehen, nicht eine sonderliche Gefahr sind, weil er nicht aktiv damit Druck machen kann und nicht auf uns raufgehen kann. Das heißt, wir dribbeln erstmal von diesem Spieler hier weg, nach oben und machen dann dieses Halbkreis-Dribbling, zack, einmal durch alle durch und können diesen Pass spielen, spielen den einen weiter und schießen den ganzen Ball dann rein. Und dann gehen wir in die nächste Szene, wieder am Strafraum, erstmal diese Szene wieder. Wir kommen hier über außen, das ist immer ein starker Move. Hier, warte, jetzt kommt's, zack, 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 einmal vorbei, noch eine kleine Finte und dann rein, weil wir wissen alle, und da habe ich mich auch richtig gefreut, wie ihr da noch seht, weil ihr kennt selber, dass diese Angriffe über außen so schwer zu verteidigen sind. Und das machen wir uns natürlich zunutze. Wir kommen hier mit Messi reingesprintet. So, und jetzt sehen wir, er stellt diesen Passweg nach hinten zu. Das heißt, wir müssten eigentlich weiterlaufen. Und da er sozusagen uns angewählt hat, mache ich erstmal eine Ballrolle zur Seitenlinie, weil oft kannst du da nach der Ballrolle dann diesen Pass nach hinten spielen. In dem Fall ist er auch zugestellt und in dem Fall machen wir es dann so, dass wir natürlich, dieser Move war eigentlich schon verkehrt, wir hätten eigentlich nach unten gehen müssen, weil wenn er auf uns raufgegangen wäre, hätte er den Ball gehabt. Das heißt, aber wir drehen uns jetzt, in dem Fall, wie immer gesagt, erstmal vom Gegner weg, dann in dem Fall schon nach oben angetäuscht, ist sozusagen schon die zweite Phase nach oben angetäuscht und jetzt, da er über uns oben angreifen wird, machen wir wieder das Left-Stick-Dribbling im Halbkreis nach unten und wieder Richtung Grundlinie, zack, und dann können wir uns so auf der Stelle einmal bewegen, wie gesagt, und der Gegner hatte keine Chance mehr, den haben wir jetzt rausgeholt und dann noch kurz verzögert wieder nach außen gegangen und dann kannst du diesen Rückpass auch spielen. Alright, und dann die letzte Szene für am Strafraum Left-Stick-Dribbling. Das ist einmal ein langer Ball und jetzt, zack, einmal die Drehung wieder, einmal auf eine Hafenrundfahrt mitnehmen, den Gegner. Das sind letztlich immer diese Halbkreis, diese Drehung auf der Stelle
wie wir die eben hatten und in dem Fall jetzt auch wieder haben. Das ist halt dieses Left-Stick-Dribbling, weil du dich da auf einem Punkt in so einem kleinen Fenster bewegen kannst. Natürlich brauchst du auch quirlige und Agilitäts- und Beweglichkeitswerte bei deinem Spieler, damit es gut funktioniert und am besten auch einen guten Balancewert, sodass, wenn du einmal angerempelt wirst, der nicht direkt umfällst. So, wie gesagt, wir laufen jetzt, dadurch, dass er hinter uns ist, jetzt wechselt er auf den Innenverteidiger. Dadurch wissen wir, er kommt von unten. Wir müssen uns nach oben wegdrehen. Machen wir jetzt. In dem Fall machen wir es sogar mit einer Ballrolle. Ist ein bisschen schwieriger, weil durch die Ballrolleneingabe ist eine kleine Verzögerung drin. Und dann, ehe die Ballrolle ausgeführt ist, ist eine weitere Verzögerung drin. Und ihr seht es auch oben eingeblendet, die Verbindung war jetzt nicht so prickelnd. Ne? Aber könnt ihr auch machen, um ein bisschen Variation reinzubringen, weil manchmal könnt ihr mit einer Ballrolle den Gegner komplett aussteigen lassen. Also eine Ballrolle nach oben und dann wieder das gleiche. Er geht mit uns oben mit. Das heißt, wir machen wieder Left-Stick-Dribbling, einmal nach links, wieder vom Gegner weg und dann direkt wieder nach unten. In diesem Fall zack und können dann einmal um ihn herum drehen. Und er hat uns sozusagen diesen Raum dafür geöffnet, nur weil wir uns indirekt auf der Stelle einmal gedreht haben und haben dann, sage ich mal, eine klare Abschlussposition, die wir auch machen. Alright. So, jetzt kommen wir zum linken Stick-Dribbling im Strafraum und das ist sozusagen das dritte Szenario, in welchen Spots ihr es machen könnt. Wie gesagt, einmal im Mittelfeld haben wir gesehen, einmal am Strafraum haben wir gesehen und natürlich auch im Strafraum ist es extrem stark. Und am Ende werde ich euch dann nochmal 2 weitere kombinierte Szenen zeigen, wo ich sozusagen in jedem Spot das immer mache und deswegen eine längere Szene ist, wo ihr nochmal verschiedene Varianten in-game sehen könnt. Aber jetzt geht's rein, linke Stick-Dribbling im Strafraum und wir lassen die erste Szene dann auch erstmal komplett wieder durchlaufen. Wir kommen da, spielen hohen Ball und dann sind wir hier im Strafraum, zack, zack, wie gesagt, und ihr seht hier dieses Dribbling, ne? Da haben wir es kurz verhauen, aber die Szene geht noch weiter. Zack, und jetzt wieder nach unten. Und jetzt war auch kurz Left-Stick-Dribbling. Wie gesagt, aber diese Hansen gingen da wirklich crazy ab, muss man sagen. Aber der Hauptfokus liegt dann hier. Wieder halbe Geschwindigkeit. Wir spielen diesen hohen Ball. Wie gesagt, die Ballannahme in den Spots ist immer ein bisschen mau. So, wir nehmen ihn erstmal Richtung Linie wieder an. Wir sehen, er hat den Innenverteidiger wechselt. Wir gehen erstmal nach hinten, um den ersten dort aussteigen zu lassen. Dann gehen wir in diese Lücke rein. Denn dieser Weg war schon ein bisschen riskant, weil wir zu weit nach vorne gegangen sind. Er hat diesen unteren angewählt, sodass wir Glück haben, dass er nicht mit den anderen auf uns raufgehen kann. Aber wir drehen uns natürlich direkt wieder weg, weil es sehr wahrscheinlich ist, dass er jetzt auf diesen wechseln wird, weil der am nächsten ist. Wie gesagt, Left-Stick-Dribbling, in dem Fall sogar 180 Grad nach hinten, um wieder euren Körper zwischen alle Leute zu bekommen. So, und jetzt sind sozusagen alle Leute hinter euch und ihr startet erstmal nach links, wieder nach oben, wieder nach unten, nämlich hier. Hier haben wir es eigentlich kurz verhauen und ein bisschen Glück gehabt, weil in dieser Sache gehen wir zwar nach oben, hätten aber direkt jetzt wieder links und dann Halbkreis nach unten machen müssen, weil er hier das gut antizipiert hat. Ne, eigentlich jetzt Left-Stick-Dribbling einmal nach unten drehen. Ich glaube, das hätte sogar noch funktioniert mit diesem enge Drehung. Aber ich habe gerade noch so irgendwie diesen Pass da eingeben können. War auf jeden Fall tricky. So, hier auch wieder indirekt Left-Stick-Dribbling. Da merkst du auch mit Kamavinga, der ist jetzt nicht so komplett beweglich. Da sieht es ein bisschen träger aus und ist auch ein bisschen schwieriger. Aber wie gesagt, erste Phase wieder Left-Stick-Dribbling. Erstmal vom Gegner wieder wegdrehen. Dann spielen wir diesen Pass zurück und spielen ihn wieder nach oben. Und jetzt hier auch, wir gehen erstmal vom Gegner weg, gehen dann wieder hin, gehen jetzt sozusagen wieder nach oben, um wieder vom Gegner wegzugehen. Und sind dann hier durch, weil er zu spät wechselt und wir können das Tor machen. Aber ich denke, das Prozedere sollte immer klar sein. Immer erstmal vom Gegner wegdrehen und dann rechts, links antäuschen. Und wenn er vor allem nah an euch dran ist, könnt ihr diese Halbkreisbewegung machen, wo ihr euch wirklich indirekt auf der Stelle
dann um den Gegner rumdreht, ist extrem stark, vor allem im Strafraum, weil wie gesagt, desto näher die Leute am Tor sind, desto hektischer werden die Leute meist in der Verteidigung und desto aggressiver gehen sie auch meistens rauf, sodass diese Drehungen dann nochmal besser funktionieren. So, nächste Szene, wieder im Strafraum. Ähnliche Szene wie davor, ne, aber hin und her, ne, da weiß er nicht, was abgeht. Und wir spielen ihn dann wieder rein und machen das Tor. So, 0,5 und wir gehen rein. Sag auch hier wieder, mache ich erstmal eine Ballrolle nach innen, und dann, wisst ihr ja, wieder vom Gegner wegdrehen, weil es war eigentlich ein bisschen riskant, die Ballrolle nach innen zu machen. Ist nur die Sache so, was ich auch als Tipp nebenbei geben kann, wenn ihr über außen kommt und so halb diagonal denn reingeht oder selbst noch an der Seitenlinie seid und einfach eine Ballrolle nach innen macht, oft könnt ihr den Gegner dann so aussteigen lassen, dass ihr dann direkt zum Tor durchgehen könnt. Deswegen habe ich es hier probiert, weil er eventuell zu aggressiv ist und direkt an uns vorbeiläuft, dann wären wir da in einer deutlich gefährlichen Situation. Aber in dem Fall machen wir Ballrolle nach innen, drehen uns dann schnell vom Gegner weg. So, und jetzt habt ihr den Ball dazwischen, ne? Dann war hier schon die erste Sache. Sozusagen, wir können nochmal zurückgehen. Hier ist sozusagen Phase 1, vom Gegner wegdrehen. Jetzt beginnt schon Phase 2, antäuschen. Und zwar täuschen wir einmal nach außen an, wie wir es jetzt machen. Aber ihr seht es oben in der Eingabe schon, wir gehen direkt wieder zurück. Das ist wirklich nur dieses Antäuschen in die Richtung, ist Phase 2. Zack, dadurch will er nämlich nach außen gehen, weil er muss es letztlich verteidigen. Da haben wir ihn schon einmal gehabt, gehen dann wieder zurück und dann gehen wir wieder nach außen, weil er natürlich dann wieder nach innen korrigieren will. Ihr seid immer einen Schritt dann im Vorteil, wenn er einmal auf die erste Finte reingefallen ist. Dann könnt ihr euch immer hin und her drehen und schwupp, habt ihr dann diesen Raum. Und dass dieser Ball da nach hinten kommt, ist ein bisschen Lack, weil er es eigentlich richtig verteidigt hat. Alright, die letzte Szene im Strafraum mit Left-Stick-Dribbling. Hier, oh, das ist crazy, ne? Und doppelt, ne? Das war so crazy. Und übrigens diese Kirby, ne? Ihr habt es da gesehen, Kirby und Mairi, ne? Die hatten so ein crazy Left-Stick-Dribbling, weil die so einen niedrigen Körperschwerpunkt haben. So, und wir beginnen hier. Wir spielen diesen Pass. So, wir laufen einmal und jetzt, erste Phase, immer vom Gegner wegdrehen. Das heißt, einmal zurück, zack, ne, er war aggressiv, hat daneben getackelt, dadurch hat er uns diesen Raum geöffnet, wir gehen dann wieder direkt in diesen Raum rein. So, und jetzt, zweite Phase, also jetzt haben wir den ersten ausgestiegen, jetzt sind wir wieder in der ersten Phase, immer vom Gegner erstmal wegdrehen, er kommt auf uns zu, wieder zurück, und auch er zu aggressiv, geht direkt ins Tackle und dann können wir oben durchgehen und haben dadurch gleich 2 aussteigen lassen, was extrem crazy war. Wie gesagt, immer vom Gegner wegdrehen und dann in eine Richtung. Und eben habt ihr es gesehen, vor allem im Strafraum, was ich meinte, die Gegner sind da ein bisschen hektischer, ein bisschen aggressiver und er hat jetzt zweimal ins Leere dadurch getackelt und dann könnt ihr mit dem Left-Stick-Dribbling ganz easy die Leute da indirekt ausspielen, weil die es selbst, sage ich mal, verhauen. Und jetzt habe ich noch, glaube ich, 2 längere Szenen, wo ich sozusagen alle Spots für Left-Stick-Dribbling in einer Szene zusammen habe. Das heißt, mal im Mittelfeld, mal am Strafraum und mal im Strafraum in einer längeren Szene zusammengefasst. Und davon 2. Und wir gehen in die erste und schauen uns die direkt an. Hier kommen wir über außen. Das hier noch Left-Stick-Dribbling hier im Mittelfeld, einmal rausgedreht, dann spielen wir den Pass, dann Left-Stick-Dribbling am Strafraum, Left-Stick-Dribbling im Strafraum, wie gesagt, und er sieht, er kommt einfach nicht hinterher und dann können wir es so crazy zu Ende spielen. Wie gesagt, und es sieht an sich einfach aus, ist es aber nicht, weil es erfordert schon Übung, aber wenn du es drauf hast, wie gesagt, dann kannst du extrem viel Schaden nur mit diesem Left-Stick-Dribbling anrichten. Hier kommt die erste Szene. Er kommt sozusagen von hinten auf uns zu. Das heißt, wir drehen uns erstmal weg in diese Richtung, in die linke Richtung, um wieder uns zwischen den Mann zu bringen. Zack. Und gehen dann direkt wieder im Halbkreis raus und haben den sozusagen umkurvt und haben jetzt diesen Raum da oben und können dann auch diese Passlane da auf, ich weiß gar nicht, wer es war, Messi wahrscheinlich, spielen. Und jetzt wieder, ganz wichtig hier,
ist extrem eng, vor allem wenn du den Spieler da anspielst. Deswegen direkt First Touch, wieder weg vom Gegner, was wir in diesem Fall machen, sodass wir den Körper dazwischen bringen. So, und dann ist es ein bisschen schwer da durchzuhalten. Dann gehen wir wieder nach oben, wieder vom Gegner weg und jetzt beginnt das Antäuschen. Einmal nach links, da ist er schon drauf reingefallen. Dann gehen wir wieder nach oben, dann gehen wir wieder nach hinten, dann jetzt wieder vom Gegner wegdrehen, weil er wieder aggressiv auf uns rauf geht, weil er den Spieler angewählt hat. Zack. Und dann könnt ihr diesen Pass da reinspielen und nochmal rüberlegen. Und dann ist es ein easy Tor. Und jetzt in die letzte kombinierte Szene nochmal komplett durchlaufen lassen. Hier, erste Dribbling, diese einmal Drehung rum. Hier meine ich diese Ballrolle. Und jetzt, das ist alles nur Left-Stick-Dribbling hier mit Messi. Das ist halt so crazy. Das ist halt so crazy, auch wie ich mich da im Stream dann freue, ne? So, aber das erste Left-Stick-Dribbling ist wieder hier im Mittelfeld. So, halbe Geschwindigkeit. Und zwar spielen wir den Ball. Jetzt wieder erste Phase des Left-Stick-Dribbling. Und wir drehen uns erstmal entgegen seiner Richtung, sodass wir den Körper hier zwischen ihn und uns bringen. Und dann bin ich direkt ein bisschen riskanter gewesen, weil im Kopf wusste ich schon, wenn wir außen durchgehen, sind wir durch. Und deswegen habe ich das einfach direkt gemacht, ohne indirekt zu gucken, ob er es wirklich außen verteidigt. Aber dadurch, dass ich diesen Raum da hinten schon gesehen habe, wusste ich, wenn ich jetzt nach oben und nach links gehe mit dem Left-Stick-Dribbling und er ist nicht richtig verteidigt, dann bin ich durch, wie es jetzt auch passiert ist, weil er auch getackelt hat. Sind wir durch. Und das meinte ich mit diesem Ballrollen. Wenn ihr hier in diesem Spot seid und der Gegner, sag ich mal, raus auf euch läuft, könnt ihr oft einfach eine Ballrolle nach innen machen und dann meistens direkt den Pass in den Rückraum spielen. Die kommen fast immer, wenn da ein Mitspieler steht. Und das ist extrem stark, einfach diese Ballrolle, da könnt ihr die Gegner teilweise immer gleich hops nehmen. Und jetzt ist nur Left-Stick-Dribbling. Wir gehen jetzt raus. Er kommt von vorne auf uns. In dem Fall hätten wir uns eigentlich nach oben wegdrehen müssen. Aber ich war mir sicher, dass er zum Tor verteidigen wird, weil da die gefährliche Zone ist. Dass wir sozusagen jetzt nach unten rechts gehen. In dem Fall ist es auch. Und den so aussteigen haben lassen. So, dann gehen wir wieder in Richtung Strafraum. Und jetzt sehe ich, dass entweder er oder der daneben auf uns raufgehen wird. Und ich sehe, dass hier dieser Halbraum ist, beziehungsweise hier eine Lücke ist, wo wir reingehen können. Das heißt, ich mache Left-Stick-Dribbling, einmal nach oben, zack. Und dadurch verschätzt er sich und wir haben dann eine einfache Schussposition und machen den rein. So, und das war sozusagen das Left-Stick, linker Stick-Tutorial. Merkt euch einfach die beiden Phasen. Das heißt, erste Phase immer vom Gegner wegdrehen, sodass euer Körper zwischen dem Körper des anderen ist. Und dann beginnt Phase 2. Und zwar das Antäuschen. Immer in eine Richtung antäuschen, dann in die andere. Und wenn ihr es zweimal gemacht habt, dann habt ihr meistens den Vorteil, dass ihr nur noch auf den Gegner achten müsst, in welche Richtung er läuft und dann immer in die entgegengesetzte Richtung von seinem Laufweg dribbeln und in diesen Halbkreisbewegungen, dann könnt ihr euch immer um den Gegner rumdrehen und er hat so gut wie keine Chance ranzukommen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst unbedingt ein Abo da, lasst ein Like da, teilt dieses Tutorial unbedingt mit anderen EAFC-Freunden, die von diesem Left-Stick-Dribbling, linker Stick-Dribbling Bescheid wissen sollen. Und schaut euch unbedingt die Tipps und Tricks und Tutorial-Playlist von mir an. Dort werden weitere Tutorials und Tipps und Tricks-Videos in der Zukunft kommen. Also checkt diese unbedingt ab. Und ich sage dann zum Schluss wieder Welcome to the new